Alles klar. Lass uns jetzt die Funktionalität entwickeln, dass man so ein Schwert auch aufheben kann. Hierzu gehen wir einmal in den Hero-Charakter, BP Hero Char. Wir werden hierzu Funktion verwenden, anstelle es in dem Event-Graph einfach zu machen. Hierzu gehen wir auf der linken Seite auf Funktion, Functions und holen uns eine neue. F-Equip Weapon, um eine Waffe aufzuheben. Das Ganze läuft dann bei uns in einer Kategorie. Und zwar können wir hier oben rechts Kategorie auswählen. Wir benennen uns da eine neue Kategorie namens Server. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Ganze auf dem Server läuft oder sowas. Das ist einfach nur, um eine kleine Organisation zu halten. Also eine organisatorische Geschichte. Jetzt wollen wir hier übergehen zu dem Event Graph. Kompilieren und speichere das kurz. Und wenn wir hier bei dem Handle Pickup angekommen sind, dann bei Weapon, bei der Waffe, da wollen wir das Ganze auch aufrufen. Unsere Equip Weapon. F-Equip Weapon, unsere Function, die wir erstellt haben. Das Ganze läuft ja auf Serverseite. Wir sind ja hier rübergegangen und dann das Ganze auf dem Server. Bei uns handelt ja der Server das Ganze mit dem Equippen. Deswegen machen wir das über die Servergeschichte hier. Hierzu werde ich mir auch eine neue Variable erstellen, weil wir wollen das über Variablen legen und das Ganze so regeln. Hier unten links bei Variablen einfach eine neue Variable erstellen. Bei mir heißt die Equipped Weapon. Die Equipped Weapon ist bei mir von Variablentyp Actor. Bei Object Types Actor hole ich mir die Objektreferenz. Und unter Replication, da soll das Ganze Rep Notify sein. Wir werden die ganzen Gegenstände so einem Rep Notify hinzufügen. Wenn jemand dieses Rep Notify noch nicht kennt, das ist ziemlich ähnlich wie so ein Multicast in der Unreal Engine. So ein Rep Notify sendet im Grunde ja so ein Event an alle Aktoren, die nah genug an diesem Event sind in der Spielewelt. Wenn zum Beispiel ein Spielercharakter so eine Kiste öffnet und man halt so ein Event hat mit Licht und irgendwelche Soundeffekte, dann wird jeder so in der Nähe das Ganze hören. Das geht dann so in Richtung Multicast. Und die Spieler, die zu weit entfernt sind von dieser Kiste, die dann aufgeht, um mal ein Beispiel zu nennen, wenn die zu weit entfernt sind, die werden das nicht sehen und nicht hören. Das ist dann so ein positionsbezogenes Event. Ich kompiliere und speichere das einmal. Wir können uns natürlich das auch einmal anschauen bei Base Pickup. Dort die Class Defaults und hier auf der rechten Seite, da wo Replication ist, hier sieht man zum Beispiel dieser Aktor, unser Base Pickup, der hat hier so eine Net Cull Distance Square, also eine quadratische Distanz, so eine Region. Und das Ganze hier besagt, wie weit entfernt die anderen Aktoren eine Relevanz bekommen, wenn so ein Event wie so eine Kiste aufmachen oder so, als Beispiel, eine Relevanz hat. Wie weit die Spieler entfernt sein dürfen, die das dann halt mitbekommen, wenn da irgendwie ein Licht aufpoppt oder so ein Soundgeräusch ist. Wenn man hier zum Beispiel so das anwählt mit Always Relevant, dann wird es unabhängig davon, wie weit ein Spieler entfernt ist, einfach an alle ja, informativ gesendet, wenn irgend so ein Event auftriggert. Das ist halt dann ein bisschen zu stark, allweils relevant, wenn man jetzt ja, stationär bezogen irgendwie Events haben will und nicht, dass gleich die ganze Spielewelt mitbekommt, wenn jemand irgendwie eine Kiste öffnet. Deswegen ist das eher so etwas mit Vorsicht zu genießen, dieses Always Relevant. Man darf bei der Geschichte natürlich auch auf Performance achten und deswegen ist das hier einmal nicht angesteckt. Nur damit ihr das einmal wisst, dass man hier auch sowas noch hat. Oder halt die Geschichte mit einer bestimmten Range als Quadratmeter oder als Square, wie weit so ein Event halt feuert, ne? Dann zurück zum Hero-Char. Wenn wir dann so eine Variable haben, die RepNotify ist, die erstellt uns eine Funktion direkt, hier auf der linken Seite, onRepEquippedWeapon. Ja, das ist für Neulinge etwas ja, verwirrend vielleicht oder auch nicht. Man nutzt im Grunde sowas RepNotify und auch die Multicast-Geschichte in der Unreal Engine für bestimmte Events und Geschichten. Für den einen oder anderen dauert es vielleicht ein bisschen, bis man so verstanden hat, worum es überhaupt geht. Aber wenn ihr es erstmal inne habt, dann werdet ihr ganz easy mit klarkommen. In unserem Beispiel werden wir hier mit RepNotify arbeiten und werden einfach eine Waffe ausrüsten lassen. Hierzu gehen wir wieder in den Event Graph. Und bevor wir diese Funktion hier verwenden, wollen wir natürlich checken die Validität von dem Ganzen.
Hierzu holen wir uns jetzt unser Equipped Weapon mit so einem Getter und wollen den ganzen natürlich mit Rechtsklick Convert to Validated Get machen, dass es auch wirklich an der Stelle da ist. Beziehungsweise ob es nicht da ist, das macht im Grunde dieses ganze is Wallet oder is not Wallet. Von der Logik her, also wenn es nicht Wallet ist, dann können wir ja eine Waffe aufheben. So wollen wir das Ganze auch nutzen. Einfach is not Wallet, dann f-equip Weapon. Heißt, wenn die Weapon nicht gesetzt ist und wir die setzen wollen mit F, dann darf er das halt bei is not Wallet einmal hier mit equip Weapon setzen. Wenn das Ganze halt valide ist, dann hat der Spieler ja schon eine Waffe. Dann wollen wir es gerade nicht durchlaufen lassen. Also die Waffe wird halt gesetzt, wenn es nicht ausgerüstet ist. Und dann darf er hier reingehen. Hier wollen wir jetzt einen Structure nutzen. Und zwar für die Items, die Gegenstände, die ausgerüstet sind. Hierzu gehen wir in den Contract Browser. Da wäre ein guter Platz der Ordner Player für das Ganze machen. Rechtsklick Blueprints Structure. S-Equipped Items. Dieses Structure wird bei uns einfach ein paar Booleans halten. Equipped Weapon, Equipped Shield, Equipped Staff und Equipped Bow für Waffe, Schild, Stab und Bogen. Das müsste erstmal reichen. Einmal speichern und dann können wir zum BP Hero Charakter gehen. Hier holen wir uns die Variable. Und zwar unser Structure, Equipped Items. Das Ganze hier Variablentyp technisch suchen. S-Equipped Items. Und das Ganze muss Replication haben. Und zwar Replicated. Kompiliere und speichere das. Das muss halt Replicated sein, weil wir das Ganze auf den Server setzen. Die ganzen Eigenschaften hier, welche wir haben. Aktuell halt jeweils ein Boolean für so ein Item. Was wir jetzt an der Funktion hier machen wollen, f-equipped weapon, da wollen wir das einmal aufbrechen, das Structure. Jetzt so hole ich mir das. Ziehe das hier raus. Break as equipped items. Wir können hier erstmal einen Branch nutzen, mit B gedrückt halten und reinklicken, um einfach zu checken, ob der Spieler schon eine Waffe hat. Ist so ein bisschen doppelt gemoppelt. Das müsste aber es machen fürs Erste. Weil das Ganze im Event Graph checken wir ja schon, ob es überhaupt valide ist oder nicht. Über Doppelklick komme ich dann zur Funktion wieder. Ist ein bisschen redundant an der Stelle, aber ist erstmal okay für unseren Anwendungsfall. Ist ja nur so ein Boolean-Check. Und wenn wir dann an der Stelle so eine Waffe ausrüsten, dann wollen wir das Ganze natürlich auch setzen. Da hole ich mir hier diesen Equipped Weapon mit so einem Set, einen Setter davon und ziehe mir den Equipped Weapon einmal hier in diese Funktion, sodass wir hier Equipped Weapon haben. Kompilieren, speichern, wieder in den Event Graph. Das, was wir hier natürlich ausrüsten wollen, ist natürlich unser hier Overlapped Pickup. Und das können wir dann uns einmal rausziehen. Overlapped Pickup. Und hier einfach einstöpseln. Das Ganze wird dann hier einfach weitergereicht. Und die Variable hier, das ist dann einfach eine vom Typ Aktor. Das ist soweit funktional und wird weitergereicht. So ein Pickup ist ja vom Typ Aktor. Und deswegen können wir das hier auch als Waffe setzen, Equipped Weapon. Und hier an der Stelle angelangt, da ist es, wo wir auch in unsere Funktion gehen wollen. Und zwar diese onRep Equipped Weapon. An dieser Stelle wollen wir auch diesen Pickup direkt an die Hand des Player-Charakters attachen. Das heißt, wir wollen den hinzufügen zur Hand, damit er damit auch spielen kann. Wir können hier natürlich diesen Mesh einfach holen. Ne? Also den Mesh, das ist hier der Spieler an der Stelle. Also der hier. Hier brauchen wir dann so ein Attach Actor to Component. Unter Transformation Attach Actor to Component. Das Ganze verbinden wir hier. Was wir ausrüsten wollen, ist ja dieses Equipped Weapon. Das ziehen wir einfach einmal rüber. Diesen Aktor unter Target. Das Ganze läuft bei uns bei so einem Rep Notify. Das ist so ähnlich wie so ein Multicast, aber ist nicht ganz das gleiche. Die wesentliche Wichtigkeit, wieso wir das nicht mit Multicast machen, sondern mit diesem OnRep Notify, ist, dass hier entsprechend auch die Spieler informiert werden, dass ein anderer Spieler, der jetzt gerade dieses Event hat, eine Waffe equipped hat.
Und bei so einem Multicast, wenn man das darüber machen würde und nicht über diesen Weg, dann gibt es eventuell Komplikationen. Zum Beispiel, da gibt es so ein Event und so ein Spieler holt sich dann einfach eine Waffe, die er equipt. Dann teleportiert er sich irgendwie ganz weit weg, irgendwo anders. Und die Spieler dort bei dem anderen Gebiet, die sehen seine Waffe dann nicht, die er ausgerüstet hat, weil eben die hat dieses Multicast nicht erreicht, ne? Und aus diesem Grund nutzen wir hier dieses OnRap Notify, dass auch die, ja, bei solchen ja, komplexeren, schwierigeren Events, wenn jemand was ausrüstet und direkt irgendwo hin portet und dann im anderen Gebiet unterwegs ist, dass dort die anderen Spieler auch sehen, okay, der hat eine andere Waffe und nicht ja, das, was er vorher hatte, weil einfach dieser Multicast hier nicht erreicht hat. Ne? Deswegen ist es halt hier an der Stelle eher ja, zu raten, dieses OnRap Notify zu nutzen. Damit vermeidet man solche seltsamen Bugs halt. Ne? Und bei diesem OnRap Notify, das sagt halt den anderen Spielern allen Bescheid, auch die, die weiter weg sind. Hey, der hat eine andere Waffe aufgehoben und ausgerüstet hier an der Stelle. Deswegen nutzen wir das. Diesen Attach to Actor wollen wir noch einstellen. Wir wollen einen Socket Name vergeben. Das ist ja die rechte Waffe, also rechte Hand. Weapon-R. Snap to Target. Snap to Target. Das andere müsste soweit gut laufen. Einmal kompilieren, speichern. Wir haben das noch nicht so eingerichtet. Dazu wollen wir unser Mesh einmal öffnen. Hier auf der linken Seite Mesh, Doppelklick. Und dann haben wir hier unser Skeletal Mesh. Auch Doppelklick. Die Sockets sind hier halt auf der linken Seite zu finden. Hier ist sowas wie Schild. Und hier haben wir so Schwert, also Schwerter. Hier kann man halt Sachen hinzufügen, also Attachment. Das sind halt unsere Sockets hier. Ne? Wir haben hier halt verschiedene ja, Knochen, die wir hier sehen können. Und bestimmte Funktionalitäten haben die auch. Wir werden dieses Schwert-Attachment einfach neu machen. Wir werden uns ein neues Socket erstellen. Da kommen wir gleich zu. Wir müssen hier halt nicht die alten Dinger nutzen, die da schon waren. Wir haben ja das Schwert einmal mit Blender entfernt. Wir können hier theoretisch einfach hier diese Hand-R nehmen und da unser eigenes Socket erstellen. Das sieht nämlich ziemlich gut aus. Hier wollen wir auf Hand-R Rechtsklick draufdrücken. Mein Unreal-Projekt ist gerade abgestürzt. Ich starte das kurz mal neu, dann sehen wir uns gleich wieder. So, zurück wieder in den Editor. Scheint jetzt zu funktionieren. Da gehen wir einfach auf Hand-R, Rechtsklick drauf und dann auf Add Socket. Jetzt haben wir so ein Hand-R-Socket erstellt. Wir werden das hier einfach kurz umbenennen. Auswählen, F2 drücken. Das wird dann unser Weapon-R sein. Jetzt wissen wir noch nicht, wie das Ganze aussieht. Hierzu können wir einfach so eine Vorschau machen. Rechtsklick drauf, Add Preview Asset und holen uns ein Schwert. Sword 01. Wir können dann erstmal sehen, wie das hier aussieht. Dieses Weapon-R Socket können wir jetzt herumschieben. Auswählen, W drücken und haben so ein klein bisschen besseres Gefühl, wie das dann in der Hand aussehen wird. Wenn wir da ein bisschen dann rumschieben. Das Ganze wollen wir etwas positionieren, damit das so auch da ist, wo es sein soll. Mit E können wir das auch noch rotieren. So einigermaßen da ist, wo es hingehört. Dann können wir das Ganze in so einer Preview Animation einfach mal anschauen. Hier oben links und Idle eingeben und dadurch einfach mal schauen, wie das in der Idle aussieht. Jetzt hat er so ein Schwert in der Hand und sieht einigermaßen okay aus. Das Ganze lässt sich hier auch noch von der Seite betrachten, ob das Schwert auch richtig in der Hand ist. Ja, natürlich noch etwas rotieren, um das zu optimieren. Ein bisschen höher schieben. Wieder in die Hand. Bereich. Steuerung Z einmal zurück. Da könnt ihr natürlich ein bisschen rumspielen, bis das optimal sitzt. Die Animation kann man natürlich auch hier pausieren. Ihr müsst das nicht mit einer Animation machen.
Ja, und wenn ihr zufrieden seid, dann müsste das soweit passen. Ja, ungefähr so. So, das Ganze wollen wir hier speichern einmal. Das ist jetzt so ein Preview-Only-Asset, das wir hier, um das Ganze zu justieren, genutzt haben. Wenn ihr das nicht in dieser Vorschau haben wollt, kann man das natürlich auch einfach löschen. Einfach linke Maustaste gedrückt halten. Und wenn ihr das Ganze dann ausgerichtet habt, dann könnt ihr das einmal speichern. Ich musste bei mir die Unreal Engine kurz neu starten. Einfach links gedrückt halten auf Preview Only und dann kann man dieses Vorschau-Ding auch löschen. Links gedrückt halten, entfernen. Dann muss man muss halt nicht diese Vorschau-Elemente hier haben. Ist soweit eingerichtet und gespeichert. Und wenn man das Schwert halt wieder so anschauen will, dann geht man auf seinem View.r, Rechtsklick, Add Preview Asset und da haben wir unser Schwert wieder. So sieht das Ganze dann aus. Gehen wir jetzt nun weiter. Zurück im BP Hero Char. Da sehen wir auch unser View.r, das wir erstellt haben. Das ist so das, was wir so in diesem OnRep Notify machen wollen. Wir wollen jetzt zu der nächsten Funktion gehen, und zwar zu der, die wir schon offen hatten. Das ist unsere F-Equip Weapon. Wir hatten uns hierfür ja ein F-Equip Weapon gemacht, und zwar da, wo das ausgerüstet wird, wenn es nicht valid ist. Und hier an der Stelle, wenn wir dann einen Gegenstand ausrüsten wollen, dann denken wir daran, wir wollten ja die Physik da ausstellen, wenn das Ganze dann entsprechend auch laufen soll. Unser BP Base Pickup hatte da ja Base Pickup. Hier hatten wir in unserem Event Graph ja unsere Physik. Heißt die Physik, die wir dann entsprechend deaktivieren, wenn so ein Item aufgehoben wird. Unser Event Disable Physics. Zurück beim BP Hero Char. Da wollen wir dann bei Equip Weapon da entsprechend die Physik ja auch entfernen. Und rufen das einfach auf. Disable Physics. Kompilieren und speichern. Und hier bei dem Beginn hier, da ist auch noch wichtig, dass es nicht ausgerüstet ist. Das heißt, wir brauchen hier so ein Not. Da ziehe ich mir das einfach raus. Not Boolean. Das heißt, wenn der Spieler es nicht ausgerüstet hat, dann darf das hier entsprechend weiterlaufen. Und am Ende hier einmal durchgelaufen, wenn die Physik dann von dem Item entsprechend ausgemacht wird. Da brauchen wir unsere Equipped Items und wollen das einfach als Member setzen. Da gibt es so ein Set Members in S Equipped Items. So setzt man eine Variable in einer Structure. Das heißt, da ist jetzt ein Informationsinhalt gesetzt über Set Members in S Equipped Items in diesem Structure. Hier wollen wir an der Stelle das einmal hier aufmachen und Equipped Weapon muss bei uns True sein, also ein Wahrheitswert wahr haben und bekommt dann einfach ein wahr hier. Einmal Checkbox checken. So ist das Ganze equipped. Und der Wahrheitswert ist wahr, dass der Spielercharakter eine Waffe ausgerüstet hat mit dem Ganzen hier. Kompiliere und speichere das. Das müsste es gewesen sein für die Logik hier, das Ganze zu realisieren. So, einen kleinen Engine-Bug habe ich hier. Einmal schließen, neu starten. Kann natürlich sein, dass ihr auch so einen Bug hattet oder auch nicht. Wenn man das Projekt neu öffnet, dann müsste das so aussehen, dass wir unser Base Pickup haben. Wir wollen an der Stelle einmal weitermachen, und zwar im BP Base Pickup und hier dieses Item einmal entfernen. Hierzu wollen wir dies 4 einmal hochschieben in den Default Scene Root. Danach können wir das Item einmal entfernen, mit entfernen, kompilieren und speichern das. Wir werden ein paar Fehler noch beheben, die damit dann kommen. Hierzu gehen wir einmal in den Event Graph und gehen dann zu den Physik, Event Disable Physics. Hier brauchen wir eher so ein Static Mesh. Ich werde über Add mal ein Static Mesh machen. Ein Problem, das ich hier noch hatte, ist, dass dieses Default Scene Root, dieses Pickup auch noch stört. Hierzu wollen wir doch das in der Elternklasse nochmal anpassen. Das heißt, wir gehen hier auf Default Scene Root, Edit in Blueprint. Das ist dann in BP Interactable. Und da brauchen wir dieses Default Scene Root, das muss erstmal rausgeschmissen werden. Wie wir das machen ist, wir werden hier bei BP Interactable über Add dann uns ein Static Mesh holen. Und dieses Static Mesh, das werden wir dann einfach
auf dieses Default-Szene-Root navigieren und wenn man das da abschmeißt, drop here to make static mesh the new root, dann können wir das so machen, kompilieren und speichern das Ganze. So haben wir Static Mesh als Default-Szene-Root, gehen dann wieder zum BP-Base-Pickup, können unsere Sphere jetzt nach oben schieben in das Static Mesh, das jetzt als Root agiert und dieses andere Static Mesh rausschmeißen. Das Ganze kompilieren, speichern. Das gleiche auch für dieses Kind-Element, das Schwert. Hierzu brauche ich nochmal den Content Browser unter Window. Unter Pickups habe ich mein Schwert. Hier aktualisiere ich dann bei Static Mesh einmal unser Schwert und das Static Mesh auf der rechten Seite. Da suchen wir das Schwert einmal raus, Schwert 01, Sword 01 und über den Pfeil holen wir uns das wieder, kompilieren und speichern das Ganze. So müssten wir unser Schwert gleich wieder haben. Können wir jetzt unser Static Mesh einmal holen. Im BP Base Pickup, da hat er jetzt das. Jetzt können wir hingehen und das Static Mesh als Root-Element auch hier für unsere Physik einbauen. Set Simulate Physics. Dann an der nächsten Stelle auch den Static Mesh einmal holen. Hier ins Target rein und bei dem anderen auch hier. Set Collision Enabled. Kompilieren und speichern das einmal. Jetzt nachdem wir das Static Mesh einmal gesetzt haben im Schwert mit dem einem Static Mesh vom Schwert 01 und hier das wieder verbunden haben, diese Static Mesh Geschichte als Root-Element diesmal. Jetzt haben wir auch unser Schwert wieder im Testlevel. Jetzt müsste das Ganze auch entsprechend funktionieren, wenn wir dann das Spiel starten. Ich laufe dann einmal über so ein Schwert und drücke F. Und so sehen wir dann, dass das Ganze dann auch geschmeidig dran ist. Das Problem hierbei war, dass wir dieses Root-Element hatten, von dem wir entsprechend einfach nicht diese Attachment-Geschichte machen konnten. Das Static Mesh als Root-Element gab hier dann diesen Bugfix. Ich hoffe, bei euch hat das auch soweit geklappt. Manchmal muss man halt ein Projekt neu starten und so Sachen anpassen, die dann auch wieder funktionieren. Das heißt, es lag an diesem einen Root-Element, dieses Standard-Root-Element, das uns dort gegeben wurde. Das haben wir einmal in dem Eltern-Klasse von BP Base Pickup, der BP Interactable. Da haben wir das hier einmal ersetzt. Wir haben über Add das Static Mesh einmal hinzugefügt und dann rübergezogen, einfach geschnappt über dieses Root-Element, das dort vorher war. Damit haben wir dieses Root-Element ersetzt und konnten dann hier in diesem BP Base Pickup Self, da konnten wir dann dieses Elternelement, dieses Static Mesh haben und die Sphere darunter und entsprechend unser Static Mesh dann in unserem Pickups Word dann wieder setzen. Und zwar indem wir dieses Schwert dann wieder zuweisen als statisches Mesh und zum Schluss hier bei unserem BP Base Pickup auch wieder diese Variablen runterholen und runterziehen als Static Mesh, damit wir das Root-Element hier haben, hier einmal bei Set Simulate Physics, wenn das Ganze bei Event Begin Play losgeht und dann, wenn wir die Physik als Event wieder deaktivieren für dieses Item, für diesen Gegenstand, dann unser Static Mesh dann auch hier im Target und hier rechts bei Set Collision auch, sodass die Physik dann entsprechend deaktiviert ist und die Collision allerdings auch. So haben wir bei diesem Item, der dann halt an der Hand ist, kein Overlap mehr. In der aktuellen Einstellung haben wir noch eine kleine Kollisions-Issue, also einen kleinen Bug. Das heißt, wenn er übers Schwert läuft, ist er ein bisschen am Schieben. Da Schwierigkeiten. Das können wir auch ganz schnell fixen, indem wir in BP Base Pickup unsere Static Mesh auswählen. Wir brauchen hier entsprechend bei Collision dann eine Custom Collision und zwar statt Block All Dynamics Custom und setzen das hier einmal auf Ignore bis auf die World Static und World Dynamic. Die soll er blocken, damit der Gegenstand nicht einfach durch den Boden fällt. Dann der Can-Charakter Step On Up, also ob er da drauf gehen darf, da sagen wir nein. Immer noch die Collision Enabled, Query, Object Type, World Dynamic. Das müsste soweit passen dann. Kompilieren und speichern das Ganze. Damit ist die Kollision etwas behoben und es gibt nicht den Bug, dass er so ein bisschen schiebt. Und wir können ihn halt aufheben mit F. Das müsste es soweit gut sein. Dann gibt es noch einen weiteren Bug, und zwar diese Physik. Wenn wir die hier einfach setzen oder entfernen,
Das Ganze wird nicht so auf dem Client gesetzt. Das heißt, das sollte eher so ein Wrap Notify sein, damit es auch alle Clients abbekommen, wenn so ein Gegenstand von der Physik her nicht mehr darf. Diesen kleinen Bug wollen wir beheben. Das ist halt ein seltsamer Seiteneffekt, der nur ganz marginal auffällt. Damit wir das fixen können, gehen wir dann in unseren Hero-Charakter und dort haben wir ja unseren Gegenstand, den wir ausrüsten, hier mit Equip Weapon, und wollen diese Disable Physics einmal verschieben an eine andere Stelle. Diese Disable Physics, die müssten in unser Wrap Notify rein, und zwar an der richtigen Stelle, damit wir da keinen Client-Bug haben, dass das nicht überall aktualisiert wird. Hierzu gehen wir hin und an der Stelle löschen wir das einmal, Disable Physics, und verbinden das Ganze, kompilieren und speichern. Und dann hier links OnWrap Equipped Weapon, wenn wir dann da sind, die können wir hingehen und unsere Equipped Weapon da einfach rausziehen und dort die Disable Physics Message einmal holen von unserem Interface. Verbinden das Ganze hier noch, kompilieren, speichern und das Ganze wird dann diesen anderen Bug noch beheben, wo die Physik dann nicht überall aktualisiert wird, nicht bei allen Clients. Wir haben ja ein serverseitiges Spiel. Ja, wenn euer Projekt jetzt so aussieht mit diesen Bugfixes wie jetzt, dann sind wir ready, um halt einfach weiterzumachen. Wichtig ist auch, das einmal als Client hier zu testen. Und zwar Netmode hier, der ist Client. Wir wollen ja, dass unser Spiel multiplayerfähig ist und im Mehrspielermodus läuft. Und im Client-Modus, wenn wir dann F drücken, dann funktioniert das auch. Und ich hoffe, bei euch funktioniert das genauso wie bei mir. Und euch hat dieses kleines Hackmack mit diesen Bugfixes nicht so stark irgendwie aus der Bahn geworfen. Das kann natürlich sein, dass ihr überhaupt gar kein Problem hattet mit dem BP Base Pickup und diesem Root-Element hier und hier einfach dieses Static Mesh haben konntet, sodass bei euch das auf Anhieb funktioniert hat mit den Weiterleitungen und dem Koppeln von diesem Schwert an die Hand. Aber falls ihr ähnliche Probleme hattet wie ich, dann sind die damit jetzt wohl, denke ich, gelöst und ihr könnt dann einfach weitermachen und dem Kurs folgen. Bei mir hat dieses Video mehrere Abstürze gehabt und mehrere Bugs, sodass ich das auch mehrmals neu starten durfte. Ich probiere das Ganze mit so einem Git-Repo aktuell zu halten. Das heißt, wenn ich irgendwie Errors habe, dass ich dann auch wieder irgendwie in einen alten Zustand gehen kann. Wenn euch das interessiert, wie man so mit Git arbeiten kann und sein Unreal Engine Projekt wiederherstellen kann oder nicht, mit Git arbeitet, könnt ihr mir auch einen Kommentar mal schreiben, ob ich das in die Bonuslektion mit aufnehmen kann. Einfach ein Video davon machen. Mir hilft es dann irgendwie so ein State zu holen, wo das noch nicht so kaputt war, um dann halt einen Bugfix zu machen. Heißt, dass ich ein bisschen kämpfen musste, damit was bei euch auch hier sichtbar ist, was ich so gemacht habe. Und ja, wir haben es zu Ende geboxt. Sieht soweit gut aus. Ich hoffe, bei euch sieht das auch entsprechend gut aus und die Bugfixes konnten euch auch helfen, dass das entsprechend so läuft. Oft hilft es halt, dass man die Engine einmal neu startet, um dann halt irgendwelche Probleme dann einfach ja, dann nicht mehr zu haben, die man vorher hatte. So sieht das Ganze aktuell aus. Unsere Elternklasse BP Interactable für die Interaktion, die hält halt dieses Elternelement Static Mesh und die Kindelemente sowie das Base Pickup, die haben halt ja die andere Logik noch mit drin und haben hier die Static Mesh als Vererbung mitbekommen. So sieht das aktuell aus in meinem Projekt. Das soll es auch gewesen sein für dieses Video. Wir haben jetzt dieses Schwert an den Spielercharakter hinzugefügt. By the way, wenn ihr in diesem Level Editor G drückt, dann könnt ihr auch diese Elemente kurz ausschalten, mit G wieder zuschalten, um so ein bisschen ein Feeling dafür zu bekommen, falls ihr mal in so einem Level Editor was macht und kurz mal schauen wollt, wie das ohne diese Elemente ist. Im nächsten Video werden wir uns dann das Schild anschauen und wie wir das Schild dann auch an den Spielercharakter bringen, wenn er das entsprechend ausrüsten möchte. Dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bis dann!